Das ist Rheinromantik. Rebenbewachsene Steilhänge, eine der ältesten und schönsten Kulturlandschaften Europas. Das obere Mittelrheintal rund um Rüdesheim zog schon immer Touristen an. Es ist auch ein Erbe, aber vor allen Dingen ist es Verantwortung und jeden Tag auch eine neue Herausforderung. So wie die Arbeit in den Weinbergen. Steiler geht es eigentlich kaum noch. Es ist eine intensive Arbeit. Man muss sich schon bewusst dafür entscheiden. Es ist die Arbeit aber wert, aber es hat absolut seinen Preis. Und man muss dranbleiben. Jeden Tag aufs Neue. Wir wohnen ja nicht in einem Denkmal, sondern es lebt ja irgendwie hier. Es ist ja die Kulturlandschaft, die einfach durch den Mensch über Jahrhunderte geprägt wurde. Und da ist Bewegung auch drin. 2002 wurde der Region der UNESCO-Welterbetitel verliehen, als erste deutsche Kulturlandschaft. Was macht diese Region zu einem Besuchermagnet? Und das über Jahrhunderte hinweg. Es ist Mitte September. Winzerin Theresa Breuer und ihr Team sind seit den frühen Morgenstunden in den Weinbergen oberhalb von Rüdesheim. Mit der Ernte konnten sie erst jetzt beginnen. Heftige Regenfälle machten die Arbeit hier draußen unmöglich. Es geht nach Wetter. Also wir arbeiten immer mit der Natur. Regen ist das, was die Weinberge brauchen. Wir freuen uns über jeden Tropfen. Nur ist es in der Ernte tatsächlich so ein bisschen ein Killer immer. Es sorgt zum einen dafür, dass eben Trauben nass sind, Menschen nass werden. Es sorgt aber auch dafür, dass ein potenzieller Fäulnisprozess relativ schnell voranschreiten kann. Es ist auf jeden Fall nicht langweilig in der Ernte. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Theresa Breuer als Winzerin. Bewirtschaftet die Weinberge im oberen Mittelrheintal bereits in der 4. Generation. Extreme Trockenheit und Hitze auf der einen Seite, dann wieder starke Regenfälle. Die Arbeit in den Weinbergen oberhalb des Rheins wird immer mehr zur Herausforderung. Wir haben ein tolles Team, ohne die ging das gar nicht. Also wenn ich nicht hier so Engel draußen stehen hätte, die das mit uns mitmachen würden, sagen, okay, ja klar, ziehen wir durch, ist die wichtigste Zeit des Jahres. Und dass die gestern Abend erst um 7:30 nach Hause gekommen sind und heute Morgen dann eben trotzdem erst mal irgendwie mit Regenjacke hier stehen, das gibt einem unheimlich viel Kraft. Und dann arbeiten wir uns hoffentlich noch so ein paar Parzellen durch den Steilhang, um dann heute Abend immer noch lächelnd wieder nach Hause zu kommen. Bevor das Wetter wieder umschlägt, müssen sie noch zum Schlossberg, einen besonders steilen Weinberg. Hier ist die Ernte echte Knochenarbeit. Daniel, kannst du in die letzte Zeile gehen? Die ist noch frei. Dankeschön. Wir sind hier quasi die Pforte, der Eintritt in das obere Mittelrheintal, quasi zwischen Burgruine Ehrenfels und Mäuseturm. Und spektakulärer kann man eben doch nicht Riesling anbauen, oder? Das ist schon ein Pfund. Mit Steigungen bis zu 70%, aber auch nicht ganz einfach zu bewirtschaften. Das sind die steilsten Lagen der Region tatsächlich und dementsprechend auch unsere steilsten Lagen. Und die uns aber auch am meisten kitzeln. Also es ist zwar ganz, ganz viel Hand- und Fußarbeit und das ist am Ende das, was eben auch die Besonderheit ausmacht, dass man wirklich dieses Stückchen Land irgendwie speckbar macht, weil es eben einen einzigartigen Geschmack auch in sich trägt. Es wird wahrscheinlich mehr und mehr passieren, dass Parzellen brach gelassen werden, weil man natürlich diese Arbeit, die man in diese Weinberge investiert, auch irgendwie bezahlt bekommen muss. Während der Ernte gehören 40 Mitarbeitende zum Team. Zur Mittagszeit gibt es ein gemeinsames Essen im Weinberg. Immer dabei die Chefin. Das ist meine heilige Zeit. Deswegen bin ich vielleicht auch die ganze Zeit recht fröhlich am Lächeln. Ich bin nicht über das ganze Jahr mit im Weinberg und nicht so nah an unseren Mitarbeitern dran. Und es ist auch so ein bisschen ja, für mich das Dankeschön ans Team und eine ganz, ganz wertvolle Zeit und auch meine Zeit, die mich ja mit dem, was wir tun, verbindet. Als Teenie dachte ich auch, oh, große weite Welt klingt verlockend und das wäre doch irgendwie auch super.
Aber es führt einem am Ende dann doch so dieses Gefühl von zu Hause eben dahin, wo ich jetzt bin. Seit Anfang des letzten Jahrhunderts ist das Weingut in Familienbesitz. Nach dem plötzlichen Tod des Vaters übernahm Theresa Breuer den Betrieb mit gerade mal 20 Jahren. Jeder Weinberg, in dem wir unterwegs sind, ist ein geerbter Weinberg. Und ich bin immer wahnsinnig verbunden, wenn ich in Weinbergen stehe, wo ich weiß, Mensch, die wurden von meinem Papa, vielleicht noch von meinem Großvater gepflanzt. Und man hat eben diesen historischen Bezug dazu. Aber es ist eben gleichzeitig auch ganz klar die Ansage, sich darauf nicht auszuruhen. Also nur weil ein Weinberg wahnsinnig alt ist, heißt das nicht, dass man ihn nicht anrühren darf oder ihn nicht entwickeln darf. Sondern es ist eben die Basis und es ist das große Geschenk und es ist die große Ehre. Es ist aber eben auch die Aufgabe, ein Erbe auch weitergeben zu können. Und dafür muss man es entwickeln. In den vergangenen Jahren hat sich einiges verändert, auch durch den Klimawandel. Für viele aus der Region ist es ein Ansporn, das Weltkulturerbe mit neuen Ideen weiterzuentwickeln. Das funktioniert nur gemeinsam. Als UNESCO-Weltkulturerbe haben wir ein Standing in der Welt. Und es ist beeindruckend dann zu sehen, wie viel Wertschätzung von außen dann doch durch so einen Titel on top kommt. Und vor allem ist es das Schöne, dass es über regionale und Bundeslandgrenzen hinausgeht. Also wir sind einfach die Einheit des Mittelrheintals. Und es ist eben wirklich eine viel größere Botschaft, die man als Region dann auch teilen kann. Bei der Ernennung zum Weltkulturerbe wurde als Besonderheit das Zusammenspiel Mensch und Natur gewürdigt und nicht, wie so oft, die Unberührtheit. 67 Kilometer lang ist das Gebiet des Welterbe Oberes Mittelrheintal. Über beide Seiten des Rheins erstreckt es sich zwischen Rüdesheim und Bingen im Süden und Koblenz im Norden. Der hessische Abschnitt liegt auf der rechten Rheinseite. Zu ihm gehören die 3 Orte Rüdesheim, Assmannshausen und Lorch. Ein Welterbe zwischen 2 Bundesländern. 2005 haben sich die Kommunen im Welterbegebiet mit Rheinland-Pfalz und Hessen zu einem Zweckverband zusammengeschlossen. In unserer alltäglichen Arbeit merken wir auch die Grenzen zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen nicht wirklich und bewegen uns von linker nach rechter Rheinseite, von Norden nach Süden, ohne dass da jetzt irgendwie wirklich die Grenzen zu spüren sind. Und da ist schon sehr, sehr viel zusammengewachsen in der Region über die letzten Jahre. Seit 12 Jahren arbeitet Nico Melchior für den Zweckverband Oberes Mittelrheintal. Gemeinsam mit anderen entwickelt er ganz unterschiedliche Projekte. Eins davon die William Turner Kunstroute. Bronzeplatten im Boden geben die Standpunkte des Malers vor, seine damalige Blickrichtung. Bei seinen Reisen im 19. Jahrhundert war der Künstler von dieser Landschaft so fasziniert, dass er einige Motive wie den Mäuseturm und die Burg Ehrenfels in seinen berühmten Bildern verewigte. Es war ja durchaus eine große Epoche. Es sind ja nicht nur bildende Künstler, ja auch viele Schriftsteller, Literaten, auch Musiker. Und William Turner ist natürlich gerade so in der bildenden Kunst auch noch mal so ein Aushängeschild. Der britische Maler gilt als einer der Väter der Rheinromantik und machte damit die Region weltweit bekannt. Nico Melchior ist unterwegs mit dem Künstler Armin Thomas. Von ihm stammt die Idee der Kunstroute. Um die Werke William Turners vor Ort besser erleben zu können, hat er die unterschiedlichen Malorte des Künstlers rekonstruiert. Über einen QR-Code sind alle Informationen über die jeweiligen Motive und Entstehungsgeschichte abrufbar. Der Malort mit dem Blick von Burg Ehrenfels auf dem Mäuseturm oberhalb von Rüdesheim wurde erst vor wenigen Tagen eingeweiht und ist der letzte von insgesamt 26 Standorten. Und das ist jetzt auch so ein Motiv, also anders als bei den meisten anderen von der Route. Die anderen sind ja alle so um 1817 entstanden. Also hier ist später, also 1839, 1840. Das Landschaftselement im Hintergrund, das auch so kombiniert. Also nicht jetzt exakt so, wie es jetzt hier tatsächlich ist, sondern eine Kombination. 2005, 2006 habe ich mich mal wieder nach dem Studium mit William Turner beschäftigt. Und insbesondere mit der Rheinreise. Ich habe dann halt am Anfang 2, 3 Aquarelle ausfindig gemacht und habe dann weiter recherchiert.
Und war dann 2 Jahre lang hier im Rheintal unterwegs. Und da ging es mir hauptsächlich um diese Zone auch, also zwischen Koblenz und Bingen. Und da waren dann tatsächlich nachher 26 Plätze rausgekommen. Dadurch, dass es halt von Turner auch kleine Tagebuchaufzeichnungen gibt, insbesondere von der Reise 1817, konnte man das wunderbar nachvollziehen. Ja, und da ist halt auch die Idee entstanden, Mensch, das könnte man doch irgendwie so eine Art William Turner Wanderweg ausbauen. Jeder, der vorbeikommt, hat das Bedürfnis, sich einmal da reinzustellen. Auch wenn er vielleicht im ersten Moment gar nicht so der kunstaffine Mensch ist. Aber es ist trotzdem, glaube ich, ein sehr animierendes Projekt. Und viele Menschen kriegen natürlich einen ganz anderen Bezug nochmal zum Welterbe dadurch. Also es ist immer schon auch schön, wenn man dann hier hinkommt und weiß, was eigentlich auch hier schon passiert ist und welche Bedeutung der hat, wenn die Bilder von hier, die hier gemalt worden sind, in aller Welt in den tollsten Museen hängen und für Millionen verkauft werden. Noch immer gilt die Gegend als Inbegriff der Rheinromantik. Die einmalige Landschaft, der Fluss, die Dichte an Burgen und Schlössern über den Weinbergen, all das macht das obere Mittelrheintal auch heute zu einem begehrten Tourismusziel in Europa. Eine Fahrt auf dem Schiff gehört für viele bei einem Besuch hier unbedingt dazu. Ich gehe von oben auf. Auf der Rheinstar laufen heute die Vorbereitungen zu einem großen Event, Rhein in Flammen. 400 Gäste werden an Bord erwartet. Kapitänin Bianca Rössler und ihr Team sind seit 8 Uhr auf dem Schiff. Die Vorbereitungen müssen halt sein, dass es später läuft. Aber wenn letztendlich die Gäste an Bord sind und die Gäste glücklich sind, und dann passt das alles, dann ist das richtig schön. Bianca Rössler, Kapitänin in der 7. Generation. 3 Schiffe gehören zur Flotte der Rössler-Linie. Als Chefin steuert sie nicht nur die Schiffe, sondern managt den kompletten Betrieb. Enkel Luca und Spielkameradin Darian leisten ihr heute Gesellschaft. Die Fahrt auf dem Rhein ist für sie Entspannung. Hier ist es relativ einfach. Man hat die roten Tonnen, man hat die grünen Tonnen. Man sollte möglichst in der Mitte bleiben. Man muss auf den Verkehr achten. Man hat die Ausbildung dazu, von daher sollte es funktionieren. Seit dem 19. Jahrhundert ist die Familie auf dem Rhein unterwegs. Auch die zukünftige Generation fühlt sich auf dem Wasser scheinbar ganz wohl. Da habe ich das Glück, meine Tochter arbeitet mit, möchte das auch übernehmen. Mein Enkel, der ist auch total begeistert, immer mit dabei. Und das ist aber das auch, was ein Familienunternehmen ausmacht, dass es ein Fortbestand ist und dass man auch vorlebt, dass es wirklich toll ist, so ein Unternehmen zu haben. Und weil es einfach schön ist, auch teilweise als Familie zusammenzuarbeiten. Dann ist es auch nicht schlimm, wenn man 16 Stunden am Tag arbeiten muss. Nach der Schule lernte Bianca Rössler zunächst Maschinenschlosserin. Dann entschied sie sich doch, Kapitänin zu werden, machte 1998 das Schiffspatent mit 21 Jahren. So als 18-Jährige oder so mal irgendwo anders hin arbeiten, ja, hatte ich tatsächlich mal Ideen gehabt. Aber das wäre nur so für temporär gewesen, wo ich gedacht habe, irgendwie mal raus, was anderes machen. Aber so komplett hier weg, nein. Da bin ich viel zu verwurzelt hier. Die Gäste kommen gleich an Bord. DJ und Crew sind bereit. Das Ziel ist Oberwesel. Auch die 2 anderen Schiffe der Flotte fahren mit. Insgesamt knapp 1000 Personen. 28, 29, 30, 31. 10 Leute. Ja. Tisch 49a. Wenn Sie reingehen, nach rechts, Treppe hoch, komplett rechts rum, steht Ihr Name drauf und auch die 49a. Dankeschön. Und Sie sind jetzt alle zusammen? Ja. Okay, Alle super. 10. Wunderbar. 1, 2, 3. Alles in Time. Wir haben alle Gäste, was auch nicht immer so der Fall ist, weil öfters welche zu spät kommen. Aber es läuft. Und wir fahren jetzt los. Noch 3 Stunden wird es bis zum Feuerwerk dauern. Bis dahin wollen die Gäste natürlich nicht nur das obere Mittelrheintal vom Schiff aus genießen, sondern auch essen und trinken. Für die Crew heißt das jede Menge Arbeit. Auch die Chefin muss ran. Das Schiff steuert so lange,
einer ihrer Kapitäne. Zwischen Ende April und Anfang Oktober ist hier auf dem Rhein Hauptsaison. Die meisten Gäste kommen im Spätsommer. Wir haben hier so eine tolle Landschaft. Es ist immer wieder schön. Ich mag das selbst unheimlich gerne. Ich bin gern auf dem Wasser unterwegs, gern hier am Rhein. Und wenn da noch ein Feuerwerk dabei ist, ist mega. Am frühen Abend erreicht die Rheinstar dann Oberwesel. Bianca Rössler übernimmt wieder das Steuer. Ein bisschen Ruhe, bevor es gleich richtig losgeht. Jetzt kommt die Aufstellung. Wir haben einen Plan, wo wir hin müssen. Und da müssen wir dann gleich alle genau stehen. Es ist ein geplantes Tetris. Also es soll so sein und es funktioniert meistens auch. Mit der Romantikbewegung im 19. Jahrhundert entwickelte sich auch der Tourismus entlang des Rheins. Besonders Rüdesheim war schon immer das Ziel. Das muss gefeiert werden. Natürlich in der Drosselgasse. Hier ist Stimmung und Humor. Jährlich flanieren rund 3 Millionen Menschen durch Rüdesheim, davon 1 Million Gäste, die die Stadt nur für einen Tag besuchen. Die Drosselgasse gilt als Herzstück der Altstadt. Der Turm mit dem Glockenspiel gehört zum Weingasthaus und Hotel Rüdesheimer Schloss gleich nebenan in der Steingasse. Am Vormittag ist es hier noch einigermaßen ruhig. So. Das passt. Hast du Stift, dann schreib schon mal auf. Also mit Kinderstuhl. Also einmal Kinderstuhl, genau, 3 Personen plus Kinderstuhl. Und das Wetter ist schön, die Rüdesheim sag ich mal, ist schon bereit, aber viele gehen auch erst Seilbahn fahren oder fahren erst mit dem Schiff, gehen schon mal spazieren und dann kommen sie zum Mittagessen, zum Abendessen zu uns. Wir sind gut vorbereitet, unsere Mitarbeiter sind alle da, topfrisch, motiviert und genau, die Küche ist bereit, also wir sind da. Maresa Nieten, Welterbe-Gastgeberin. Vor 10 Jahren übernahm sie den Familienbetrieb, das Weingasthaus und das Hotel. Seit ihrer Kindheit hilft sie hier mit, liebt den Trubel und die besondere Stimmung der Drosselgasse. Je mehr Gäste, desto besser. Ein volles Gasthaus ist ein gutes Gasthaus. Ja? Leer, das macht keinen Spaß. Wir brauchen unsere Gäste und wir brauchen bei vielen Stühlen auch viele Gäste. Gott sei Dank ist es so. Super lecker, wird immer direkt am Tisch drangiert. Das ist für 2. Ich bin hier aufgewachsen, mittendrin, statt nur dabei. Kam als Kindergartenkind mit hierher. Wir haben nebenan gewohnt, früher sogar oben drüber. Man ist immer schon ein Teil davon gewesen und für mich war es halt schon immer klar, dass ich genau das auch machen möchte und genau weiß, dass ich hier am richtigen Ort bin. Wow, hier mit deinem Hund. Ja. 26 Hotelzimmer, 400 Sitzplätze im Restaurant und Innenhof. Zur Hauptsaison sind sie oft ausgebucht und es kommen ständig neue Anfragen. Maresa Nieten bringt das nicht aus der Ruhe. Ich kann einen Plan haben für einen Tag und der wird jeden Tag wieder über den Haufen oder über Bord geworfen und das ist auch völlig in Ordnung. Also ich muss mich jeden Tag neuen Herausforderungen stellen und das finde ich spannend. Aber für mich ist wirklich was ganz, ganz Tolles, was Liebevolles, was mein Opa begonnen hat, meine Eltern über 40 Jahre unglaublich geprägt haben, dass ich das weiterführe. Das ist für mich ganz, ganz wichtig und das merkt auch meine Familie, das merken meine Kinder. Die Mama ist glücklich, wenn sie viel arbeitet und das ist unglaublich wertvoll. Der riesige Andrang der Gäste, die Bus- und Schiffsreisenden jeden Tag. Manche Besucher hat das auch abgeschreckt. Viele Gäste sagen, oh, ich war das letzte Mal vor 40 Jahren hier, es ist ja ganz anders geworden. Da sage ich, ja Gott sei Dank, es hat sich viel verändert, aber was bleibt schon 40 Jahre lang gleich? Ne? Früher war es bestimmt geprägt von Gruppenreisenden, früher waren es auch viel mehr Vereine, die nach Rüdesheim gekommen sind. Das ist nicht mehr so und das ist auch unser Ansporn, ja? Genau das aus den Köpfen rauszukriegen. Trotzdem sehen einige diese Art des Tourismus immer noch kritisch.
Die meisten aber genießen den Trubel, die besondere Stimmung und natürlich die Spezialitäten auf der Speisekarte. Viele kommen sogar mehrmals im Jahr, sind Stammgäste im Rüdesheimer Schloss. Und jede Stunde halten sie einen Moment inne, wenn das Glockenspiel ertönt. Mein Opa, der in den 60er Jahren das Glockenspiel hat einbauen lassen, der hat natürlich gesagt, wir brauchen irgendwas, dass die Gäste hier stehen bleiben. Das hat er damals geschafft. Und das gleiche Glockenspiel hat heute noch die gleiche Wirkung. Es weckt Emotionen und ja, das ist schon was Besonderes. Und da kullert mir auch manchmal ein Tränchen über die Wange, das muss ich zugeben. (13) Betriebe sind im oberen Mittelrheintal als Welterbe-Gastgeber zertifiziert. Für Maresa Nieten, ihre Familie und ihr Team ist das viel mehr als nur eine Marketingstrategie. Wir sind Welterbe. Das macht was mit uns, das verbindet uns mit wirklich vielen tollen Kollegen aus dem Welterbetal. Und wir repräsentieren gemeinsam eine der schönsten Regionen Deutschlands. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem herrlichen Herbsttag. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir heute etwas erleben, was wir glauben, dass es die schönste Tour im hessischen Teil des Welterbes Oberes Mittelrheintal ist, nämlich die Romantiktour. Dann schlendern wir jetzt los und ab geht's. Wir freuen uns auf einen schönen Tag. Auch das gehört unbedingt zum Erlebnis Welterbe. Eine Wanderung von Rüdesheim zum Landschaftspark Niederwald. Und er kennt sich hier aus wie kein anderer. Wolfgang Blum, Wanderführer und Welterbebotschafter. Auf seinen Touren möchte der Rheingauer den Menschen eine andere, ruhigere Seite der Region zeigen. Dazu geht es zuerst per Seilbahn raus aus der Stadt. Da ist Jubel, Trubel, Heiterkeit, da ist Wein, Weib und Gesang. Und sobald wir die Städte verlassen, kommen wir tatsächlich in Natur. Zunächst mal in die Kulturlandschaft, Weinbau, Rheingau. Du hast die Waldlandschaft, du hast den Oststeinischen Landschaftspark, du hast die wunderbaren Aussichtspunkte. Also noch komprimierter geht Romantik nicht zu entdecken und zu erleben. So, ihr Lieben, ich hatte euch hier eingeladen zu einer Zeitreise 1764, mehr als 250 Jahre rückwärts. Hier oben ist dichter Wald, dunkler Wald, bedrohlicher Wald. Böse Buben, wilde Tiere hausen hier. Niemand kommt auf die Idee, hier freiwillig herzukommen. Und dann kommt ein Graf Amor von Ostein aus Mainz auf die Idee, hier oben einen wunderschönen Landschaftspark zu inszenieren. Und weil aber die Fläche so groß ist. Der Park gehört zu den frühesten romantischen Parkanlagen in Deutschland. Von hier oben sind es vor allem die besonderen Aussichtspunkte, die viele Besucher begeistern. Und natürlich das berühmte Niederwalddenkmal. Mehr als 38 Meter ragt es in die Höhe und ganz oben steht die in Bronze gegossene Germania. Wer bläst die Fanfare? Achtung, wir gehen weiter. Aufschließen. Sie soll an die Gründung des Deutschen Kaiserreichs nach dem Deutsch-Französischen Krieg erinnern. Etwa 3 Stunden dauert die Tour durch den angelegten Landschaftspark. Bei der Planung wurde damals nichts dem Zufall überlassen. Sogar der Weg durch den Wald war exakt durchdacht. Vom Dunkel ins Helle, die Natur als Bühne. Willkommen hier an der Rossel, einer der Aussichtspunkte, die der Graf Amor erwählt hat, weil er gesagt hat, und das hier ist ein schöner Aussichtspunkt. Und wenn ihr hier runterschaut, ins Binger Loch hinein, auf die Ruine Ehrenfels, auf den Mäuseturm, auf die Nahmündung und weiter ins rheinhessische Hügelland und hier weit, weit in die Wälder des Hunsrücks hinein, dann werdet ihr feststellen, diese Wahl hat der Graf mit Bedacht und mit gutem Erfolg getroffen. Dass es oberhalb von Rüdesheim im Landschaftspark so ruhig ist, überrascht viele Besucher.
Wir sind hier ganz nah am Rhein-Main-Ballungsraum, also wir sind hier eigentlich in einem industriellen Zentrum und erleben Natur pur, so wie sie sich über Jahrhunderte hinweg entwickelt hat, in einer Landschaft, von der nicht nur die UNESCO sagt, sie hat tatsächlich Welterbestatus. In der Nähe des Jagdschlosses endet die Tour für heute. Zeit für ein kleines Picknick. Natürlich mit Wein aus dem oberen Mittelrheintal. Achtung, fertig! Als Wanderführer und Welterbebotschafter hat Wolfgang Blum auch eine Mission. Danke. Das Blubbern. Gut, dann sage ich schon mal herzlich willkommen auf der Wiese am Yachtschloss. Schön, dass ihr mich heute begleitet. Prost. Vielen Dank. Da kommt es mir schon ein klein wenig darauf an, dass die Menschen, wenn sie mit mir unterwegs waren, abends nach Hause zurückkehren und sagen, erstens, es war ein schöner Tag und zweitens, wir haben ein klein wenig was mitgenommen von dem Geist des Welterbes, von dem Spirit, der hier herrscht. Seit Ernennung zum UNESCO-Welterbe ist der Erhalt der besonderen Landschaft in den Mittelpunkt gerückt. In den steilen Hängen oberhalb des Rheins sind die Trockenmauern ein wichtiger Bestandteil der Kulturlandschaft. In einem zweitägigen Seminar lernen Interessierte die uralte Technik des Mauerbaus, auch wenn es heute bereits seit dem Morgen regnet. Nico Melchior vom Zweckverband hat den Kurs mitorganisiert und motiviert trotz schlechtem Wetter. Ja, also natürlich finden wir es auch schöner, wenn es die Sonne scheinen würde zum Trockenmauerbau. Aber solange es jetzt nicht in Strömen regnet, können wir so einen Kurs auch hier durchführen. Seit Jahrhunderten werden die steilen Weinlagen mit Trockenmauern aus Naturstein gesichert. An vielen Stellen sind sie mittlerweile beschädigt und müssen erneuert werden. Doch wie funktioniert das eigentlich? Das ist eine Technik, die nicht mehr so wirklich verbreitet ist. Und wir haben ein großes Interesse an Menschen, die das gerne wieder lernen möchten. Man gewinnt auch wieder so ein bisschen Gespür für die Ästhetik, für das Gefühl dieser Mauern. Und ich glaube, die Menschen finden es auch oft schön, einfach mal einen Tag draußen zu sein, ne? So wirklich das mit ihren Händen zu arbeiten und das dann zu spüren, ne? Was das bedeutet, so eine Mauer wieder aufzubauen. Ja. Die Technik des Mauerbaus ist eine echte Wissenschaft. Die Trockenmauern geben aber nicht nur der Landschaft wichtige Struktur, sondern sind auch Lebensraum für viele Tiere. Das müssen wir jetzt gleich mal sehen, was wir dann noch rausnehmen werden an Steinen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier einfach noch ein paar Steine rausnehmen, weil wir ja hier auch eigentlich eine durchgehende Linie haben, die ja auch keinen Verbund darstellt. Ist so das Ziel, dass wir da wirklich wieder eine gute Mauer hinbekommen. Und hier haben wir noch einen kleinen Feuersalamander gefunden. Soll ich den mal da oben entlassen? Komm, du darfst hier. Gegen Mittag immer noch Regen. Zeit für eine kleine Pause. Verkehrt vegetarisch aus Assmannshausen, auch von Bergs alte Bauernschenke. Darf ich jemanden schon mal hier soll ich mal ich komme auf die andere Seite. Die Teilnehmenden des Kurses treffen sich unter dem trockenen Zelt auf eine warme Suppe. Guck mal, nimm das mal. Set. Na dann, guten Appetit. Sie alle haben heute unzählige Steine geschleppt und viel dazugelernt. Das gemeinsame Ziel, morgen mit beiden Baustellen fertig zu werden. Die Landschaft des Rheintals, die Weinberge, die Wälder, sie alle prägen unverwechselbar das Welterbe Oberes Mittelrheintal. Der Erhalt und der Schutz dieses Erbes ist eine große Aufgabe. Naturschutz wird immer wichtiger. Das Mittelrheintal ist massiv vom Klimawandel betroffen. Es ist eine der Regionen in Hessen, die sich am stärksten erwärmt. Und wir spüren das hier vor allem auch im Wald ganz massiv. Die Bäume sterben ab,
Wir haben große Ausfälle. Und ja, wenn wir dem Wald helfen wollen, dem Welterbe helfen wollen, dann müssen wir auch aktiv gestalten. Langsam. Ja, genau. Also du siehst, Theresia Feldmann vom Forstamt Rüdesheim ist unterwegs mit Kollege Lukas Schulze. Mit neuen Projekten wollen sie die zunehmende Trockenheit in den Wäldern bekämpfen. Ja. Ein Aspekt eben im Thema Klimaschutz ist der Wasserrückhalt, den wollen wir verbessern. Und da haben wir auch mit Welterbemitteln gefördert, Wassermulden zum Beispiel anzulegen, die dann das Wasser zurückhalten, was sonst über Forstwege zum Beispiel abgeleitet wird und so das Regenwasser auffangen. Und das dient zum einen der Grundwasserneusspende, aber auch zum gewissen Anteil dem Hochwasserschutz. Und ja, damit wollen wir eben die Situation verbessern. Theresia Feldmann, Forstbeamtin in Rüdesheim. Mit ihrem Team arbeitet sie vor allem im Bereich des Naturschutzes. Der Klimawandel ist das zentrale Thema. Starkregen mit Hochwasser oder Hitze mit massiven Trockenzeiten. Hier in den Weinbergen haben sie Bäume gepflanzt, die Tieren und Pflanzen Schatten spenden und das Wasser in der Erde halten sollen. Warte mal. Ich würde sagen, wir machen hier gerade noch den Sack ab, den Wassersack. Das haben wir im Sommer angebracht zur Bewässerung, weil in einem trockenen Sommer hätten es die Bäume sonst nicht geschafft. Also da steckt immer viel Arbeit dahinter, die Bäume über den Sommer zu bringen. Ja. Diese Weinbergspfirsiche haben wir jetzt vor 3 Jahren gepflanzt und ja, wir mussten fast jeden Sommer wässern. Die müssen freigeschnitten werden, wir müssen den Wildschutz erneuern. Also es steckt schon ein bisschen Pflegearbeit dahinter. Und ich hoffe, wenn sie dann so die ersten 5, 6 Jahre hinter sich haben, dass sie dann auch selbstständig weiter wachsen. Ja, ich würde sagen, wir schneiden das alte gerade mal ab und machen dann die neue Wuchshülle hin. Man sieht ja schon, der hat leider schon Schaden. Unterstützt werden die Naturschutzmaßnahmen vom Land Hessen. Auch Welterbemittel der UNESCO fließen in die Projekte. Das Forstamt Rüdesheim verantwortet oder organisiert die Umsetzung. Die Weinbergslandschaft ist durch die Flurbereinigung relativ ausgeräumt. Es gibt wenige Hecken, Einzelbäume. Die Weinbergsfläche an sich hat sich ja auch stark verkleinert in den letzten Jahren, weil viele Weingüter aufgeben. Und da haben wir dann wieder eine unkontrollierte Verbuschung, da entsteht wieder Wald. Das ist für viele Arten auch nicht unbedingt förderlich. Also wir brauchen eigentlich ein Mosaik. Und das ist genau das, was wir im Welterbe versuchen zu erhalten. Der Erhalt der noch vorhandenen Trockenmauern und die Kurse werden vom Forstamt ebenfalls gefördert und unterstützt. Am 2. Tag des Workshops kein Regen. Mit der Arbeit sind sie gut vorangekommen. Ja, das sieht aber schon gut aus. Guten Morgen. Hi. Ja, ich glaube, wir sind eigentlich ganz gut im Soll. Es müsste heute fertig werden. Ja, meinst du, die Steine reichen oder es sieht gar nicht so viel aus? Ja, wir holen jetzt gleich vorne noch ein paar Steine, weil so ein paar neue brauchen wir hier auf jeden Fall noch. Aber es sollte hinhauen, dass das funktioniert. Weiß man halt nie, ne? Mit Steinen ist immer so ein bisschen... Nach so 2 Tagen Trockenmauerbau kriegt man schon ein anderes Verständnis für die Landschaft und aber auch wie die Kulturlandschaft über Jahrhunderte von den Menschen hier geprägt wurde. Für Leon Pumpe ist der Kurs eine völlig neue Erfahrung. Der 26-Jährige macht gerade ein freiwilliges soziales Jahr im Zweckverband. Das war das erste Mal, dass ich so Trockenmauerbau gemacht habe. Und das ist schon sehr interessant, so. Das sah immer interessant aus. Und ich finde es auch ganz gut, dass es auch noch mal für junge Menschen angeboten wird, damit das Bewusstsein auch entwickelt wird. So. Das heißt ja nicht, dass nur weil man jung ist, ein Bewusstsein dafür hat, muss es ja auch erstmal dafür entwickeln oder angestoßen bekommen. Ja. Am Ende des Kurses Zeit für ein Resümee. Gestern war ja das Wetter so ganz, ganz schlecht und es ist absolut klasse, wie viel da jetzt in dieser kurzen Zeit bewegt wurde. Das hättet ihr euch gestern, glaube ich, als ihr kamt, auch noch nicht vorstellen können. Dann gehen wir ein Stück weiter noch. Ja. Auch an der zweiten Baustelle sind alle zufrieden. Ich wirklich finde, sehr gut gelungen ist es, links anzugleichen, an die alte Mauer es da reinzubauen. Da sieht man fast gar nicht mehr, wo der neue Teil an den alten so richtig anschließt und kann sich sehen lassen, denke ich. Hier rechte Hand heben und jetzt klopfen wir unserem Vordermann kräftig auf die Schulter. Habt ihr gut gemacht. Wenn's nicht so staubt. Der Trockenmauerbau ist für dieses Jahr abgeschlossen, genauso wie die Ernte in den Weinbergen von Theresa Breuer.
Der Jahrgang 2025 lagert nun in den Fässern. Etwa einen Monat dauert die Ernte normalerweise. Wegen des unbeständigen Wetters haben die Winzerin und ihr Team innerhalb von nur 20 Tagen geerntet. Ein echter Marathon. Wir hatten durch die Niederschläge dann mehr und mehr Fäulnis, die wir herausselektieren. Das reduziert die Erntemenge natürlich auch. Und dann ist es einfach so, dass man nicht jedes Jahr nach einem Durchschnitt erntet, sondern die Natur einfach auch bestimmt, wie voll der Keller ist. Und wenn man sich dafür entscheidet, nur das Beste mit nach Hause zu nehmen, dann bleiben eben ein paar Tanks leer. Während der Jahrgang 2025 noch Zeit braucht, sind die Weine aus den vergangenen Jahren bereits abgefüllt und verkaufsfertig. Um uns herum liegt jetzt ganz viel Riesling aus 2024, der jetzt so peu à peu seinen Weg in die Welt findet. Wir vertreiben 2/3 unserer Weine über den Export ins Ausland, viel ins europäische Umland, aber auch ein bisschen Übersee. Tatsächlich eine ziemlich bunte Mischung. Wir sind so in 30 Ländern mit unseren Weinen zu Hause. In der Vinothek des Weinguts werden alle Weine zum Verkauf und Probieren angeboten. Der Preis pro Flasche beginnt bei 13 €. Manche kosten mehr als 100. Nichts für Schnäppchenjäger. Die Weine, die wir machen in unserer Landschaft, in der wir Wein machen dürfen, sind alle Handwerksstücke. Also wir können einfach mit unseren Weinen nicht industriell skalieren. Das lässt die Arbeit im Weinberg schon gar nicht zu. Wir werden tendenziell weniger produzieren mit gesteigerten Produktionskosten. Das ist die Realität. Deswegen ist es unsere Aufgabe, dieses Bewusstsein eben für diesen besonderen Ort, an dem wir Wein machen dürfen, immer mehr zu schüren. Er muss mit seinem Wein kein Geld verdienen. Vor 3 Jahren übernahm Wolfgang Blum einen kleinen Weinberg. Davon hatte er schon lange geträumt. Ich habe immer gesagt, und wenn ich mal im Ruhestand bin, dann möchte ich selbst Wein erzeugen. Und zwar nicht in einer flachen Lage, wo es ganz einfach ist, sondern in einer steilen Lage. Ich bin in meinem Hobby Alpinist. Steil ist geil, sage ich. Und deswegen gefällt mir diese Lage ganz besonders gut. Sie hat mehr als 40 Grad Hangneigung. Das heißt, es ist eine Extremsteillage. Alle haben gesagt, als ich mit dem Projekt an sie herangetreten bin, du hast sie nicht mehr all. Über Jahre lag der Weinberg brach, wurde nicht mehr bewirtschaftet. So wie viele hier. Ältere Winzer finden keine Nachfolge. Die Arbeit ist vielen zu aufwendig. Steillagenweinbau ist nicht rentabel wirtschaftlich, aber Steillagenweinbau ist Erhalt der Kulturlandschaft. Ich habe hier auf dem kleinen Stück 9 Terrassen übereinander gestaffelt, so wie es früher über Jahrhunderte hinweg war. Und das versuchen wir hier in dieser kleinen Oase zu erhalten. Das ist mir das liebste Geräusch im Weinberg, wenn ich mich nach getaner Arbeit mit meinem O-Steiner hier auf meine kleine Bank setze und sage: Prost auf den Weingarten 531. Bei seinen Wandertouren möchte Wolfgang Blum die Menschen für seine Heimat begeistern und sie sensibilisieren, achtsam mit ihr umzugehen. Auch die Momente in seinem Weingarten teilt er gerne. Jeder darf hier einfach Platz nehmen. Das ist hier so schön, dass ich sage, es wäre unverschämt zu sagen, das ist nur für mich. Uns wäre es schon daran gelegen, dass viele Leute das hier, genauso wie ich es jetzt genieße, auch genießen und am Ende eines langen Tages sagen: Mensch, in Rüdesheim und Mensch, im Welterbe Oberes Mittelrheintal, da haben wir uns wohlgefühlt, da fühlten wir, als seien wir willkommen. Prost, Prost. Prost. Das ist meine Vision als Welterbebotschafter. Zurück auf der Rheinstar in Oberwesel. Hier startet gleich Rhein in Flammen mit dem großen Feuerwerk. Die Stimmung auf dem Schiff immer ausgelassener. Gegen 21 Uhr ist es dann endlich soweit.
Um 22 Uhr macht sich die Rheinstar wieder auf den Rückweg zur Anlegestelle. Etwa 3 Stunden sind sie unterwegs, dann muss an Bord noch aufgeräumt werden. Morgen um 8 ist wieder Dienstbeginn. Ich denke mal, in einer Stunde sind wir hier durch und dann gehen wir schlafen und an manchen Tagen schlafen wir schneller und dann geht's weiter. Mitte Oktober. Im Moment ist es für Kapitänin Bianca Rössler etwas ruhiger. In ihrem Büro zu Hause plant sie die nächsten Touren. Das ist ja kein Beruf, es ist ja Berufung, es ist ja Leben. Und ich mache das ja auch für die zukünftigen Generationen. Und für mich ist es auch wichtig, dass die Spaß daran haben. Wenn es ja natürlich so wäre, dass es was Verpflichtendes ist, das ist nicht gut. Die Schifffahrt war immer Teil ihres Lebens, der Mittelpunkt ihrer ganzen Familie. Ich glaube, es ist wirklich tatsächlich auf jedem Foto entweder Schiff oder Wasser. Und dann sieht man eigentlich an allen Fotos, egal ob jetzt bei Papa oder Opa, dass die das alles total mit Herzblut gemacht haben, dass da jeder Spaß daran hatte. Und ohne Spaß an dem Beruf funktioniert das, glaube ich, auch nicht so gut. Die Liebe zu ihrem Beruf, dem Rheintal und der Region hat sie und die Familie schon immer motiviert, auch jenseits des Welterbetitels. Wir haben unsere Heimat schon immer sehr wertgeschätzt. Meine ganze Familie ist schon seit Generationen hier und lieben unsere Heimat. Aber ich glaube, viele Gäste haben das dann noch mal neu entdeckt und wissen, hier ist es wirklich schön, die Landschaft ist schön, man kann hier wirklich sehr gut leben. Der Welterbetitel ist das eine, das persönliche Erbe, das Vermächtnis über Generationen hinweg das andere. Für Marisa Nieten als Welterbegastgeberin und Chefin eines langjährigen Familienbetriebes ist beides eine große Aufgabe, aber auch eine Inspiration. Wir planen schon wieder die Winterpause, den Umbau. Wir investieren jedes Jahr, versuchen auch in Richtung Digitalisierung, aber auch Nachhaltigkeit wieder neue Projekte umzusetzen. Und ja, also ganz ruhig wird es bei uns eigentlich nie. Für die Zukunft will sie, ihre Familie und das Team die Gäste mit neuen Ideen für ihre Heimat begeistern. Es gibt sicherlich viele Regionen in Deutschland, die wären gerne UNESCO-Weltkulturerbe. Wir sind es und das können wir jetzt nicht einfach so laufen lassen, sondern wir müssen da schon auch einfach immer dranbleiben und was dafür tun, dass wir diesem Titel, diesem besonderen Titel auch gerecht werden. Und das gilt in allen Bereichen. Der Naturschutz und damit der Erhalt der Landschaft wird sicher mit zu einer der größten Aufgaben im Welterbe Oberes Mittelrheintal. Ich liebe den Wald hier, die Natur und das motiviert einen auch sehr. Ich hoffe, dass wir diesen Lebensraum erhalten können und dass wir ihn in die Zukunft tragen. Ja, und die ganzen Herausforderungen, das macht mir schon Sorgen, dass wir das im Klimawandel nicht gestemmt bekommen. Denn da müssen eben alle mit anpacken und müssen auch bereit sein, vielleicht sich zu ändern, was zu ändern oder vielleicht auch mal zu verzichten. Ja. Die Region lebt ja von den Menschen, die in ihr leben und arbeiten und wir gestalten die Landschaft mit. Und insofern ist das auch unser Erbe, was wir dann hinterlassen. Das Welterbe Oberes Mittelrheintal. Eine Kulturlandschaft über Jahrhunderte durch den Menschen geprägt und immer in Bewegung. Kein Denkmal. Eine Region, die sich entwickelt. Immer wieder aufs Neue.